Willkommen im Teutoburger Wald. In Bielefeld, der Metropole Ostwestfalens, steht die Schüco Arena. Oder wie sie unter den Fans besser bekannt ist, die Bielefelder Alm. Heimat des DSC Arminia Bielefeld. Wir sind hier, um herauszufinden, was Arminia-Fans in den letzten 50 Jahren und in der aktuellen Saison 2019-2020 erlebt haben und was Arminia als Traditionsverein für sie bedeutet. Arminia. Wahnsinn. Schwarz-Weiß-Blau. 1990. Erstes Spiel. Flutlicht. Alleine auf Block 5. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Aufstiege. Jede Menge. Drama ist, glaube ich, das Wort, das alles bei Arminia zusammenfasst. Skandale. Viele Ups, viele Downs. Ich weiß gar nicht, ob mehr Ups oder ob mehr Downs. Ach so, ja, Arminia Bielefeld, ja, die Fahrstuhlmannschaft. Das ist eigentlich das perfekte Fußballmärchen. Verrückt, chaotisch, man weiß nie, was passiert. Nee, Arminia kann dich nicht mehr überraschen. Arminia ist halt Lust, ist Leidenschaft, ist Kult. Tradition. Heute hat sich ja dazu gesellt, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Mit Arminia wird es einfach nie langweilig. Infizierung total. Nach turbulenten Jahren erlebte der DSC in der letzten Saison 2018-2019 einen starken 7. Platz in Liga 2. In der Saison davor sogar den 4. Die Aussichten für dieses Jahr sind positiv, aber typisch ostwestfälisch bescheiden. Ja, und einfach in den nächsten Jahren gute Platzierung dauerhaft in der 2. Liga. Und wenn es natürlich auch geht, auch wenn man es hier noch nicht gerne hört in dem Umfeld, natürlich auch irgendwann mal wieder der Aufstieg in die 1. Liga. Der Neuhaus, der bringt Stabilität und hat das nötige Know-how, um die Mannschaft zu was Höherem zu bringen. Nach dem durchwachsenen Saisonstart geht es also als nächstes nach Berlin zum Pokalspiel gegen die Viktoria. Für Charles ein optimaler Anlass, gleich 2 Jubiläen zu feiern. Zum einen das 40-jährige seiner Band ZZZ Hacker und zum anderen die 20-jährige Fernbeziehung zum Arminia Fanclub Berlin. ZZZ Hacker. Weg vom Schlager und vom Mainstream, was auch widerspiegelt, was die Leute auf den Blöcken vielleicht auch hören. Also, das ist der Stefan von dem Berliner Arminia Fanclub und Dankeschön. Mit Hacker eigentlich damals ausgelöst, dass es irgendwann mal Anfang der 2000er, glaube ich, wir einer der Clubs waren, wo es insgesamt, glaube ich, mit die meisten unterschiedlichen Titel von unterschiedlichen Künstlern im alternativen Bereich Musik gegeben hat. Also wirklich ganz, ganz schräge Dinge. Da haben natürlich viele Clubs irgendwann nachgezogen, aber das war auch schon beeindruckend für eigentlich so einen kleinen Verein. Zurück vom Pokalsieg statten wir dem Marfa-Museum auf der Bielefelder Alm einen Besuch ab. Wir befassen uns mit der Arminia-Historie und merken schnell, aller Anfang ist schwer. Dass der Fußball gesellschaftlich so verankert ist wie heute, war nicht immer so. 1905, wissen wir alle, ist Arminia Bielefeld dann gegründet worden und es war erstaunlicherweise zunächst mal gar keine Gründung, so eine Art Proletariergründung, wie vielleicht in Gelsenkirchen auf Schalke, sondern es war eine bürgerliche Sache im Westen der Stadt, wo traditionellerweise hier in Bielefeld auch, wie in vielen anderen Städten, auch das Bürgertum wohnte und sich so einen Fußballverein plötzlich leistet, 1905. In Großbritannien, in England natürlich schon lange Jahre spielt man da Fußball. Das ist eine Mode in der Zeit. Das ist ja wohl das allerletzte, hinterm Ball hinterher rennen und den mit Füßen treten. Fußlümmelei, Strauchball,
englische Krankheit, also es wird richtig beleidigend. Das Bürgertum hat das Geld, die haben die Fabriken, in denen wir arbeiten müssen. Und dann kommen die auch noch mit so einer englischen Mode. Ach ja, Sport heißt das in Großbritannien. Arminia spielt ganz weit vorne mit nach dem Ersten Weltkrieg bis zu Beginn der 1920er Jahre. Dann gibt es einen großen Abrutscher noch in den 1930er Jahren, in der Zeit des Nationalsozialismus und später im Zweiten Weltkrieg, wo natürlich viele eingezogen werden. Und dann ganz, ganz finster, fast genauso finster wie Ende der 1920er Jahre und zu Beginn der 1930er Jahre ist es dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist in den 1950ern ein ganz elender Kampf, wie sich so die Arminia dann, ich weiß gar nicht mal, wer persönlich dann den Leuten mal gesagt hat bei Arminia, so jetzt werden mal die Ärmel aufgekrempelt, das geht doch so nicht weiter. Es war Helmut Meid, der Arminia neues Leben einhauchte. Die Frage nach dem Trainer des Jahrhunderts, Uwe Neuhaus, gar keine Frage, absolut sensationell, kein Problem. Aber für mich persönlich gehört einer ganz besonders dazu, Helmut Meid, in den 50er, 60er und 70er Jahren bei uns Trainer, hat Arminia nicht nur geprägt, sondern hat dem Verein auch ganz, ganz viel gegeben. Denn er war derjenige, der damals die erste Qualifikation zur Regionalliga West, damals vor dem ersten Bundesliga-Aufstieg geschafft hat. Und der hat also dem Verein so deutlich einen Stempel aufgedrückt, dass er meiner persönlichen Ansicht nach das Zertifikat Trainer des Jahrhunderts verdient hat. Anekdoten hat es genug gegeben. Eine zum Beispiel, dass Uli Braun ist auch ein Urgestein von Arminia, der das 1:0 damals in den 70er Jahren gerade gegen Bayern München hier auf der Alm nun geschafft hatte. Bin leider auf meiner körperlichen Länge und ich sag mal auch der Stärke, bin ich einfach durch die Massen der Menschen einfach nicht mehr ins Stadion gekommen. Und das Spiel begann und was hat man sich überlegt? Zum Stadionausbau damals gab es die Stahlrohrtribüne auf der Gegenseite. Ich bin dann um das Stadion rum, habe dann mit einem Klimmzug mich in die Stahlrohrtribüne begeben, außen, sie waren nicht verblendet und habe dann, ich sag mal, ich schätze mal bei 30, 35 Meter, natürlich, ich sag mal, hochgeklettert, um dann von oben, ich sag mal, das Spiel genießen zu dürfen. Gott sei Dank, als ich dann oben ankam, haben mich Zuschauer, ich sag mal, nachdem ich den einen auf die Schulter geklopft hatte, der natürlich erschreckenderweise sich nach hinten dreht und sagte, wo kommst du denn weg? Dann haben sie mich dazwischen gelassen. Und somit habe ich das Spiel auch, ich sag mal, da von oben beschauen können und war natürlich mit dem 1:0-Ausgang hochzufrieden. 1970, als Arminia zum ersten Mal in die erste Liga aufgestiegen ist das die erste Tribüne gewesen, die quasi über Nacht kurz vorher aufgebaut wurde, nach dem Aufstieg oder aus Anlass des Aufstieges. Konstruktion aus Stahlrohr und Holz, heute undenkbar. Ich erinnere mich daran als Kind, man kam nicht rauf, man kam nicht runter. Ich glaube, mir als Kind hat es eher ein bisschen Angst gemacht. Wir waren halt auf dieser Holztribüne und man kann da runter gucken und sieht da unten die ganzen Programmhefte liegen oder auch mal Geld oder irgendwas anderes, was runtergefallen ist. Das Problem war, wenn man in der Halbzeit mal Pipi machen musste oder so, war auch das Problem, man musste sich also irgendwie anders entledigen, weil keine Möglichkeit war. Unvergessen diese Erlebnisse. Einige davon berichten, dass sie von den Spielen nie was mitgekriegt haben, weil die unten unter den Gestängen immer nur durchgelaufen sind und die runtergefallenen Feuerzeuge und die Kohle eingesammelt haben. Ob das alles sicher ist und ob das alles so funktioniert. Und Rekordbesuch 1976. Arminia spielte gegen Kaiserslautern, waren ungelogen 36.000 Menschen auf diesen Holzdingern. Heute gar nicht machbar. Ich bin sicher, wenn man das heute machen würde, würde ich jede Baubehörde sagen, vergiss es. Noch netter, das hier, Arminias erstes Flutlichtspiel, November 1970, Arminia gegen Hertha BSC, 1:1 endete das. War das ein Teil des Flutlichtes von damals? Ich bin der festen Überzeugung, wenn man das Ding heute ans Netz der Stadtwerke anschließen würde, wäre ganz Bielefeld inklusive Ostwestfalen ohne Strom. Dieser seltsame Sündenfall Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Warum? Da steht man noch heute staunend davor. Also Arminia spielt erstaunlicherweise ganz vorne mit bei dieser Schmiergeldaffäre. Und so wurden einige Spiele gekauft gegen Hertha, Schalke, Oberhausen, das waren die betroffenen Vereine, Rot-Weiß Essen, Offenbach. Das wurde natürlich im Blätterwald später dann sehr oft und ausführlich dargestellt. Es war schon Skandal und das hat, ich sag mal, die Grundfeste, ich sag mal, des Deutschen Fußballbundes stark erschüttert. Sponsoring von Arminia Bielefeld. Wenn man, wie man das heute betrachtet, in der ersten Bundesliga mitspielen will, dann muss schon einiges an Kohle da laufen. Das ist kein Pappenstiel. Und dann müssen Leute abliefern, Finanzmittel, die
mit denen man auch wirklich was machen kann. Spieler kaufen. Als Fan, gut, da wünscht man sich, warum steigen die Betriebe nicht ein? Nach wie vor, da ist immer noch der Wurm drin, dass nicht genug da ist, Masse, Finanzmasse, mit der man wirklich mitspielen kann. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir leben in Ostwestfalen und da ticken die Uhren etwas anders. Typisch Arminia gab es auf der einen Seite berauschende Siege und auf der anderen fatale Niederlagen. Egal wie der Spielverlauf auch aussah, bis zum Abpfiff war man sich nie sicher. Es gab nämlich diese Aufstiegsspiele zur Bundesliga zwischen Arminia und München 1860. Es war eine emotionale Sache, also schon das Hinspiel gegen 60 München, die Riesenfavorit waren. 4:0 gewinnen, Ewald Lien und so weiter, und Uli Stein im Tor. Es war eine super Stimmung auf der Alm und eigentlich bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, das war's, 4:0. Ich natürlich schon frohlockt und dachte, okay, das ist es, erste Liga. Musste dann aber etwas kennenlernen, was mich dann die ganzen Jahre über begleitet hat, dass man sich nämlich bei Arminia nie sicher sein kann. Und dann haben die ja in München ziemlich den Holzhammer rausgeholt und der Schiedsrichter hat nicht eingegriffen. Und das Rückspiel in München haben sie dann halt gleich mal schön 4:0 verloren. Und das Entscheidungsspiel, das es dann noch, ich glaube, in Frankfurt gab, auch noch mit 2:0 verloren. Das war es dann mit dem Aufstieg. Im nächsten Jahr haben sie das dann aber nachgeholt. In der Saison 1978/79 kam Otto Rehhagel als Trainer und zeigte mit der Arminia mit einem 4:0-Sieg bei den Bayern, was möglich ist. Als Arminia in München gewonnen hat, das waren Fußballgrüße aus Bielefeld. Ja, hier im MAFA ist das absolute Highlight, das 4:0 bei Bayern München. Hier noch immer etwas amateurhafte Videoaufnahmen davon. Die meistgeklickteste Sequenz hier bei uns im Museum. Darauf folgten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 5 Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit mit unvergessenen Halbzeiten. Ich habe tolle Siege erlebt, aber auch missliche und schmerzliche Niederlagen. Aber wie gesagt, da haben wir was durchgemacht und da sind wir durch ein Stahlbad gegangen und wer das durchgehalten hat, der darf sich zu Recht Arminia-Fan nennen, finde ich. Ja, Tiefpunkt war natürlich in den Mitte der 80er Jahre das Spiel, die Relegation gegen Saarbrücken. In Saarbrücken leider nur unentschieden, beziehungsweise verloren, zu Hause nur unentschieden gegen Saarbrücken. Dann brach hier alles zusammen, man war nicht darauf eingestellt. Das Stadion war völlig marode, wurde quasi abgebrochen von über 30.000, die Zuschauerzahl runtergefahren auf, weiß ich nicht, 14.000, 15.000. Das war schon ein schlimmer Moment. Noch ist es ziemlich leer. Das wird sich aber gleich in der nächsten Stunde gewaltig ändern. 14.09. Spieltag. Hannover 96 gegen DSC Arminia Bielefeld. Und so wie es bei Hannover aussieht, haben alle richtig Bock auf 3 Punkte. Und wir haben 5.000 Arminia, so viel wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das wird geil. Jo Mann, 6:30, 21.09.2019, Wiesbaden auswärts. Sehbehindertenreportage, ziemlich früh am Morgen für einen Samstag, aber das kriegen wir schon hin. Das wird ein harter Tag, Party ist heute auch noch, aber erstmal 3 Punkte. Moin. Das ist ja der Vorteil daran, wenn man Sehbehindertenreportierung macht, man fährt mit dem Fanmobil, das ist echt cool. 18. Spieltag, der 21.12.2019. Arminia heute auswärts zu Gast am Millantor, St. Pauli, Hamburg. Wir als Tabellenführer, die als Tabellen 16. Kann ein heißes Spiel werden. Pauli will ja unbedingt wieder in die Spur kommen. Die brauchen dringend 3 Punkte. Die haben natürlich eine Auswärtsstärke. Würden natürlich gerne HSV und Stuttgart nach Möglichkeit noch ein bisschen auf Distanz halten. Heute mal, was die Sehbehindertenkommentierer denn so auf der Pressetribüne veranstalten, was ihr sonst normalerweise nur hören könnt. Und egal, ob wir heute verlieren, wir bleiben trotzdem an der Spitze und das in die Winterpause rein. Ist doch geil, oder? Manager Rüdiger Lamm gelang es für den Blitzausbau des maroden Stadions, einige Sponsoren zu finden.
und erfahrene Profispieler aus der ersten Liga nach Bielefeld zu holen. Hat ja keiner daran geglaubt am Anfang, dass sie überhaupt nach Arminia kommen. Aber sie kamen halt. Thomas von Hesen, Fritz Walter, Armin Eck und Jörg Bode. Weil das konnte sich natürlich niemand vorstellen nach diesen ganzen Jahren in der dritten Liga. Ja, dann war das auf einmal eine neue Zeit. Rüdiger Lamm als Manager und der dann ja auch als Trainer zurückgekehrte, Ernst Middendorf, dann ja so ein bisschen amok gelaufen sind im Verhältnis zu den Journalisten und zur Öffentlichkeit. So, ich habe dann irgendwann mit meinem Freund Klaus Lindbrügger zusammen ein Buch über Arminia geschrieben und Rüdiger Lamm war völlig außer sich und sagte irgendwie, das kann nicht sein. Wer ein Buch über Arminia schreibt, das bestimme ich. Ich kenne so viele, die sagen, nö, ich gehe nur beim Bundesligaspiel. Für mich ist Arminia die Mannschaft. Deswegen gehe ich hin, nicht in welcher Liga. Auch in den folgenden Jahren schaffte es die Arminia, namhafte Spieler unter Vertrag zu nehmen. Dazu gehörten Profis wie Stefan Kuntz, Ali Day, Bruno Labbadia und Publikumsliebling Artur Wischniarek. Die neue Saison begann mit von Hesen als neuem Trainer und Bruno Labbadia anstelle von Stefan Kuntz im Sturm. Arminia gelang der Wiederaufstieg, musste sich aber in der darauffolgenden Saison als Absteiger direkt wieder geschlagen geben. Spätestens jetzt hatte sich Arminia den Begriff Fahrstuhlmannschaft absolut verdient. Ende der 90er hatten wir die Situation hier im Verein, dass es so ein bisschen Unruhe gab, weil die Fans gesagt haben, wir möchten uns ein bisschen einbringen. Der Almauftrieb hat sich dann Ende der 90er, Anfang der 2000er gegründet, um das mal reinzubringen. Ja, also ich war damals ja im Almauftrieb, weil wir mit der Entwicklung des Vereins unzufrieden waren und weil wir einfach ein paar Fehlentwicklungen gesehen haben. Und ich bin immer noch ganz stolz auf uns alle, dass wir von außen das offensichtlich besser gesehen haben als diejenigen, die an den Steuerrudern gesessen haben. Und verschiedene Leute, die da mitgewirkt haben, sind auch später nicht nur maulen gegangen und motzen, sondern sind auch in die Gremien gegangen oder in diese Abteilung und haben sich da halt engagiert. Wir hatten ja Ideen, was man verbessern kann. Und eigentlich hatten wir ja auch nie vor, jetzt den riesen Umsturz zu machen, sondern wir wollten eigentlich unsere Ideen in den Verein hineinbringen, um alles zu verbessern. Das war ja der eigentliche Ansatz von uns. (2004) erfolgte die erneute Etablierung in der Bundesliga. Im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale, welches zu Hause mit 0:2 gegen Bayern München verloren wurde. Trotz einer desolaten Rückrunde in der folgenden Saison erreichte Arminia erneut das DFB-Pokal-Halbfinale, scheiterte jedoch bei der Eintracht aus Frankfurt mit 1:0. Die erneute finanzielle Schieflage wurde zudem immer bedrohlicher, da unter anderem die Kosten für den Ausbau der Osttribüne von geplanten 8 auf 19 Millionen Euro anstiegen. Somit war klar, also zweite Liga wird es erstmal und dann gab es ja sogar noch den Absturz darauf bis in die dritte Liga. Und wenn man das alles begleitet hat mit gefühlt 4 Satzungskommissionen, Geschäftsführern, die gekommen und gegangen sind, ja, was die Fans so erlebt haben an Mahnwachen am Stadion, an Darlehensoptionen der Stadt, die es gab, dann wieder nicht, dann wieder doch. Das war eine ganz schwierige Situation nach diesem Tribünenneubau, aber nicht alleine. Deshalb kamen wir ja finanziell ganz, ganz schwer unter Druck. Dann hatten wir auch wirklich Schwierigkeiten, überhaupt noch Bankbürgschaften zu bekommen, um weiterzumachen. Also da war Arminia schon kurz vorm Exitus. Bitter, das war ganz, ganz bitter. Spiele, die nur die Arminia versauen kann. Relegationsspiel gegen Darmstadt, man darf es eigentlich gar nicht aussprechen. Ja, das ist eine Katastrophe. Da erzähle ich nicht. Das können nur Arminia-Fans aushalten, wirklich. Also dramatischer geht's nicht mehr. Man sieht aus wie der sichere Sieger und verliert in der Nachspielzeit noch 5:4 und verkackt das Ding zu Hause. Also vor dem Spiel generell schon. Es war noch 90 Minuten, bis der Klassenerhalt eigentlich sicher war oder Klassenerhalt sicher sein sollte. Wir sind alle ins Stadion gegangen, weil wir 90 Minuten noch feiern wollten, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Und ja,
gut, da wird sich jeder Arminia dran erinnern, wo er saß, was er getrunken hat. Das ist das komplette Trauma quasi von mindestens 2 Fangenerationen. Ich glaube, 2 Minuten oder 3 Minuten vor Schluss war Arminia ja noch in der zweiten Liga. Also 3:1 im Hinspiel, ja, fast schon sicher durch sein, zumindest gefühlt. Und dann in die Verlängerung kommen im Heimspiel, im Rückspiel, 1:3 zurückzuliegen, dann nochmal in Führung zu gehen, also zumindest im Gesamtstand über die 2 Spiele. Und dann in der 122. Minute, glaube ich, dann diesen Treffer zu kassieren und im darauffolgenden Angriff nochmal einen Treffer gegen den Pfosten zu haben. Von jedem, der das bewusst miterlebt hat, war das der absolute Tiefschlag. Ich war leer, ich war wirklich leer. Ich bin auch nach dem Schlusspfiff erst noch in mich zusammengesackt und habe dann irgendwie 10, 15 Minuten einfach auf der Südtribüne gehockt und ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Beim Abpfiff habe ich noch nie ein so volles Stadion für gefühlt 5 Sekunden so leise gehört. Also ich war sprachlos, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe da gesessen, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ne? Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Bin ich zu meinen Eltern nach Hause und mein Vater stand im Flur und hat mich irgendwie gefragt, glaube ich, und mehr, also mehr nicht, einfach nur und irgendwie war dieser Moment, hat alle Gefühle freigesetzt. Ich bin ihm in die Arme gefallen und in Tränen ausgebrochen wie lange nicht mehr vorher. Das war wirklich ein Moment, wo ich diese Leidenschaft extrem erlebt habe. Also da läuft es mir heute noch den Rücken kalt runter. Aber selbst dieser Tag, wenn man dann so diese Emotionen im Stadion erlebt hat, der war natürlich alles andere als schön, aber er hatte was. Ne? Wenn man mir jetzt die Wahl geben könnte, einen Moment zurückzunehmen aus der jüngeren Arminia-Historie, ich würde den Abstieg gegen Darmstadt auch in dieser Brisanz und in dieser Dramatik würde ich nicht hergeben wollen, weil er, glaube ich, auch diese Leidenschaft zum Verein so zusammengeschweißt hat. Und da bin ich, glaube ich, ganz dankbar für. Die Rückkehr nach diesem Tiefschlag sofort ein Jahr später, Elfmeterschießen gegen Gladbach oder dann die Gänsehautentzündung gegen Wolfsburg. Pokalsensation. Ein Highlight, ganz klar. Faszinierend. Als Drittligist bis ins Halbfinale und 4 Erstligisten rausgehauen. Dann Hertha, Bremen, Gladbach, wo einfach niemand gedacht hätte, dass wir diese Teams schlagen. Weil die einfach mal raus aus dem Stadion gekloppt haben. Und am 5. gescheitert Wolfsburg und eine Party hier in der Hütte. Als ob wir schon irgendwie die Champions League gewonnen hätten. Es war wirklich überraschend, aber die Mannschaft ist im Pokal über sich hinausgewachsen und hatte auf einmal das Vertrauen und die Gegner bekamen auf einmal Angst, auf die Alm zu kommen. War schon unglaublich, muss man einfach mal miterlebt haben. Also das war sportlich ein Wahnsinnserfolg und eine Riesenstimmung. Wolfsburger konnten damals nach ihrem Sieg noch nicht mal ihre eigenen Fans jubeln hören, so laut haben unsere weitergesungen. Der Oberhammer. Ganz große Klasse. Ich glaube, das hat der Verein, das haben die Fans einfach nach diesem Abstieg gebraucht. Und das war die perfekte Antwort, die es geben konnte. Ich glaube auch nicht, dass das bei irgendeinem anderen Fußballverein in dieser Art und Weise so geht wie bei uns. Und selbst das verlorene Spiel gegen Wolfsburg hat uns in der gesamten Bundesrepublik eine riesen Anerkennung verschafft, weil ja keiner verzweifelt war, sondern die Mannschaft wurde ja immer weiter angefeuert. Das war Gänsehaut. Und da haben mich ganz viele Leute hinterher auch außerhalb Bielefelds darauf angesprochen, haben gesagt, was für tolle Fans habt ihr? Sag ich, ja klar haben wir die, kommen ja auch aus unserer Ecke. Das erste Mal diese massiven Arminia, Bielefeld Chöre eingesetzt worden sind, wie laut die Hütte da war. Und dann natürlich bei Wolfsburg, wo das ganze Stadion 90 Minuten und länger da Rabatz gemacht hat, ohne Ende. Wenn man sich die Saison 16/17 anguckt, dann ging es ziemlich bergab. Mehrere Trainerwechsel. Letztendlich kam der letzte Trainer vor Uwe Neuhaus, Jeff Saibene, und hat Arminia vor dem Abstieg gerettet. Ich denke, jeder Fan wird sich auch noch an das 6:0 gegen Braunschweig erinnern. Ja, das ist typisch Arminia. Typisch Arminia. Man schreibt uns ab und die Mannschaft weiß, dass sie abgeschrieben ist, aber auf einmal kriegt sie die Kurve. Braunschweig, ja, das war natürlich auch ein
heftiges Spiel. Im Prinzip ging es um die Wurst und die Braunschweiger hätten aufsteigen können. Im Prinzip, wenn die gewonnen hätten, wären sie durch gewesen und hätten uns gleichzeitig abserviert. Als fast feststehender Absteiger, Braunschweig als fast feststehender Aufsteiger mit sensationell 6:0 gewonnen haben. Das war für mich also mit das Highlight. Das war natürlich ein ganz, ganz, ganz geiles Spiel. Ich erinnere mich an Szenen vom Spiel Hannover gegen Stuttgart, auch am gleichen Spieltag wie das 6:0 gegen Braunschweig von uns. Die Fans da unseren 6:0-Sieg auch gefeiert haben, grandios. Weil wir denen durch dieses 6:0, durch dieses unerwartete 6:0 zum Aufstieg verholfen haben. Gegen einen Aufstiegskandidaten so ein Zeichen zu setzen, das war wirklich, Chapeau, das war eine ganz große Leistung. Seitdem Sie sich das mit dem stur, hartnäckig, kämpferisch und wir sind Ostwestfalen überlegt haben, ist Ihnen irgendwie klar geworden, das müssen wir jetzt auch so leben und das klappt wunderbar. Mit 35 Millionen Euro Schulden war das Bündnis OWL, ein Zusammenschluss lokaler Unternehmen, und der Verkauf der Schüko Arena für die Hälfte des eigentlichen Preises die letzte Rettung der Arminia. Wie wild zur Erstliga-Zeit noch mit Geld umgegangen worden ist. Stadionneubau. Fast der Ruin. Damoklesschwert 25 Millionen Euro. Schulden, im Prinzip resultierend aus der Nummer. Es war auch schlimm, wenn man auf der Geschäftsstelle war, dann hatte irgendjemand wieder die Schubladen aufgemacht, da kamen wieder unbezahlte Rechnungen. Wahnsinn. Rettung des Ganzen, gerade erst letztes Jahr. Das, was mir das Bündnis Ostwestfalen auch durchaus sympathisch macht, dass es ja eher zurückhaltend auftritt und offensichtlich wirklich am Verein interessiert ist. Jeder andere wäre baden gegangen. Die Arminia lebt weiter. Ich glaube, das hat auch eine ganze Menge mit diesem Bündnis Ostwestfalen zu tun, mit dem Wechsel der Geschäftsführung, aber auch dem Wechsel vor Jahren schon von dem lieben Hans-Jürgen Laufer, der ja auch die Fanabteilung mit uns mal allen aufgebaut hat und der ja so ein bodenständiger Ostwestfale ist und auch sehr zurückhaltend ist und natürlich auch, muss man sagen, gegenüber früheren Jahren wurden jetzt immer Transfers verkündet, wenn sie denn erledigt waren. Die Gehalte alleine können wir durch die Zuschauereinnahmen leider nicht mehr bezahlen. Das ist ein Problem, das ich so sehe. Der Fußball entfernt sich von den Zuschauern. Und ich wäre sehr für eine Gehaltsobergrenze, damit wir nicht wie beim Champions-League-Finale über Leute sprechen, die zu zweit 400 Millionen gekostet haben und Gehälter, die wir alle zusammen im Jahr nicht verdienen können. Spieler. Ist jetzt ein Zweitligastürmer interessant genug für unser großes Interview des Monats? Der absolute Jahrhundertspieler natürlich schlechthin Fabian Klos. Weil der halt eine ganz besondere Geschichte hat und ja noch im Seniorenbereich in der Kreisliga gespielt hat und immer auch in dem, was ich von ihm schon gehört und gelesen hatte, mal sehr ungekünstelt und unverstellt wirkt. Schon so lange jetzt hier aktiv, knackt einen Rekord nach dem anderen und wird hier wahrscheinlich eines Tages in der Stadt mal eine Statue kriegen oder sowas, schätze ich. Dabei gibt es genug andere irgendwie, die hier auch verehrt worden sind. Wir waren gegen Wiesbaden, waren wir noch auf dem Block. Wir sind uns um den Hals gefallen, als das Siegtor fiel. Und es ist nicht mal eine Woche später, da spielt Arminia auswärts in Stuttgart. Das letzte Spiel im deutschen Profifußball überhaupt vor Fans. 2 Tage später schon die Absage. Vor dem Spiel gegen Osnabrück, ein paar Stunden vor dem Amphi zu hören, das Spiel findet gar nicht statt. Das war dann schon ziemlich bitter. Ich finde es gut, dass die Liga weitergeht, wenn auch ohne Fans. Natürlich ist es ein bedrückendes Gefühl, wenn man im Fernsehen unsere Arminia sieht und man hört dann nur die Spieler, Trainer schreien. Meine größte Angst ist ja, dass sie jetzt in die Geisterspiele, in die ungewohnte Situation und vor allem nach 2,5 Monaten Pause nicht mehr reinkommen und dann irgendwie den Faden verlieren. Ja, also die Corona-Zeit hat uns da auch vor eine Herausforderung gebracht. Die Perspektive heißt aber weiterhin Bundesliga. Wenn uns Darmstadt nicht aufhalten kann und Preußen uns nicht aufhält, dann hält uns auch so ein Virus nicht auf. Erstmal Sandhausen schaffen. Auch der HSV will rauf und wird da jetzt auch die letzten Spiele ernst machen. 32. Spieltag mittlerweile. Arminia ist aufgestiegen. Arminia spielt nächstes Jahr in der ersten Liga. Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Ja, kann ich gleich. Grüße alle Fans. Können wir zwischendurch bekannt geben, für die, die es noch nicht wissen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja natürlich, Arminia Bielefeld ist aufgestiegen. Ich grüße daher alle Fans, die wie ich mitgefiebert haben.
braucht immer die Dramatik. Und wenn Arminia mal relativ souverän aufsteigt wie diese Saison, dann kommt Corona vorbei und denkt sich, okay, wenn Arminia schon selbst die Dramatik nicht liefert, dann mache ich es eben. Ja, wir haben es jetzt zum 8. Mal geschafft und wenn man das also Revue passieren lässt, ich habe es ja also mehr oder weniger alle begleitet. Der erste war natürlich klasse, Anfang 70er Jahre und dann zwischendurch waren auch geplante Aufstiege, wo man davon ausgehen konnte, 111 Tore Sturm damals und solche Dinge. Das war also kalkuliert und erwartet, aber in dieser Saison, in der besonderen Saison, der ist natürlich eine absolute Sensation bei den Größen wie HSV, VfB Stuttgart, Nürnberg und Hannover 96, dass wir das geschafft haben als Underdog und keiner hat damit gerechnet. Klasse. Das ist also für mich ganz persönlich der Aufstieg überhaupt. Dass diese Mannschaft dann in der ganzen Saison nur 2-mal verliert. Also im Grunde muss man ja sagen, haben sie wahrscheinlich nur ein wirklich beschissenes Spiel gemacht in dieser Saison und das war das Spiel bei St. Pauli. Wenn das der Plan war, muss ich sagen, Chapeau, dann hat das fantastisch funktioniert. Stuttgart und Hamburg hatte immer mal wieder Probleme, dass man irgendwie dachte, vielleicht geht es ja doch für Platz 2 oder 3, dass man jetzt Meister wird. Das war, glaube ich, für die kühnsten Optimisten nicht zu erahnen. Und dann haben wir ganz viele Leute gesagt, aber ob das so gut ist, wenn Arminia jetzt aufsteigt, also im Prinzip, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ob du auch diese Erfahrung gemacht hast. Viele Leute haben gleich sozusagen den nächsten Abstieg schon sozusagen mitgedacht. Und das macht das natürlich auch deutlich, was hier alles gelaufen ist. Es ist natürlich sehr schade, dass wir diese Saison ja nicht so wirklich den Aufstieg feiern konnten in dem Maß, wie es wahrscheinlich ja, gewesen wäre, wenn diese ganze Corona-Situation nicht gewesen wäre. Das ist natürlich schon komisch. Du hast irgendwie ein mordsmäßiges Erlebnis hier, seit einem Jahrzehnt nicht da gewesen und jeder feiert so ein bisschen für sich irgendwie. Aber es ist schon ein seltsamer Ausstieg, weil du eben das überhaupt nicht so wahrnehmen kannst als Fan, sondern eher so Randzeuge bist, dich natürlich freust, dass du im Fernsehen siehst, aber es ist schon irgendwie skurril. Muss man sagen. Schöner 8. Aufstieg in die erste Bundesliga, aber leider Gottes finde ich aus Fansicht der traurigste. Ich denke auch, dass es umso bitterer dann für heute, für diese Saison, für die vergangene Saison, dass sowohl die Spieler als auch die Fans das einfach nicht erleben können. Und auch die Aussichten natürlich für die neue Saison. Tja, jetzt hat man endlich mal wieder eine Erstliga-Zugehörigkeit und dann diese Scheiße. Man kann nicht mitfeiern, man kann nicht hingehen. Ich habe eine Dauerkarte jetzt zu Hause liegen und weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal gehe. Ne? Aus Fansicht der größtmögliche GAU. Du kommst in die erste Liga und kannst nicht hingehen. Trotzdem glaube ich, dass Arminia die Chancen hat, die Möglichkeiten hat, anders als der vielleicht nicht ganz so geliebte Nachbar aus Ostwestfalen in der ersten Liga zu bestehen. Lassen wir uns überraschen und freuen uns trotzdem, dass wir nach ewigen Zeiten wieder in der ersten Liga sind. Wir haben nichts zu verlieren. Ostwestfalen Idioten, scheiß Arminia wieder. Finden wir lustig. Toll war immer wieder, dass wir immer wieder uns auf die Beine gestellt haben, immer wieder hochgekommen sind. Wir waren ja oft genug totgesagt, oft genug war Feierabend. Es muss immer diese Dramatik dabei sein, sonst ist es nicht Arminia.
Und das macht auch den Verein aus. Und nach unserem Motto stur, hartnäckig, kämpferisch haben wir es immer wieder geschafft. Und das ist eben eine Eigenschaft, die Arminia auszeichnet, dass wir es immer wieder gepackt haben, immer wieder gekommen sind. Und jetzt erst recht. Ja, das ist Arminia. Stur, hartnäckig und kämpferisch. Vielen Dank. Bis Arminia Bielefeld wieder abgestiegen ist. So, wir fahren.